Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Machine Learning. Heute geht es mit dem Explanation-Based Learning los und ja, letztes Mal haben wir uns angeguckt, was das analytische Lernen ist. Heute gucken wir uns den ersten Algorithmus dafür an, wie man eben solche neuen Regeln hier bekommt. Okay, wir haben bei dem Explanation-Based Learning mehrere Eingaben, nämlich genau genommen 4 Stück, das heißt 4 Stück untergegeben. Und zwar als erstes mal den Hypothesenraum. Ich kann nicht tippen. Hypothesenraum. Okay. Und da sind wieder mal alle Hypothesen drin, wie beim Concept Learning im Prinzip auch. Dann haben wir mehrere Beispiele gegeben. Trainingsbeispiele heißen die Dinge auch. Trainings-BSP. So, und ja, dann haben wir die sogenannte Domain Theory. Domain Theory habe ich euch letztes Mal erklärt, was man darunter versteht, nämlich diese ganzen Regeln und Fakten, die man schon sich irgendwo hergeleitet hat, kriegen wir auch noch als Input mitgeliefert. Und dann das Operationalitätskriterium oder Operationality Criteria, wenn ihr es auf Englisch haben wollt. Operationalitätskriterium. So, okay, und was wir jetzt suchen, ist eigentlich ziemlich easy. Nämlich wir wollen wie beim Concept Learning auch diese Trainingsbeispiele hier generalisieren, sodass sie zu einer von unseren Hypothesen passen und das Operationalitätskriterium, was das ist, werde ich euch noch erzählen, keine Sorge, sodass sie das eben erfüllen und hier reinpassen, also eine Hypothese erfüllen sozusagen. Gut, das heißt, wir suchen eine Generalisierung von unseren Trainingsbeispielen, also hier von den Dingern versuchen wir was zu generalisieren. Ich schreibe jetzt einfach der TBSP, ist kürzer. Okay, was man jetzt also macht, ist im Prinzip wieder mal so ein EM-Dingens, nur dass wir haben 2 Schritte wieder im Prinzip. Und zwar der erste Schritt ist der E-Schritt, witzigerweise, diesmal heißt es E-Explain und nicht Expectation. Explain. Was man jetzt macht, ist folgendes, man findet oder man sucht nach einer Erklärung und diese Erklärung baut man sich sozusagen auf, also wirklich als Baum dann. Wir finden also eine Erklärung und wir fangen aber von unten an dieses Mal. Das heißt, wir fangen in den Blättern an und aus den Blättern leiten wir dann über den Modus Ponens, also diese Regel hier, wenn A gilt und es gilt A impliziert B, dann gilt auch B. Daraus leiten wir uns dann sozusagen das Blatt drüber her, denn wir brauchen ja in den Blättern dann immer 2 Sachen. Wir brauchen ja diese Regel als erste Regel und die hier als zweite Regel. Und daraus leiten wir dann wieder einen Knoten weiter oben her und so weiter und so fort, bis wir tatsächlich ganz oben sind und unsere Hypothese erfüllen, also eine Hypothese erfüllen. Ich würde mal sagen, wir bauen uns ein ganz simples Beispiel, damit ihr mal versteht, wie das Ganze so abgeht. Und ja, wirklich nicht groß. Wir wollen hier erstmal, keine Ahnung, Paul haben und dann noch Hans. So, und die sind jetzt Kinder von, also der Pfeil heißt immer Kind hier. Paul ist der Sohn von Paula, keine Ahnung. Und Hans ist, ja, jetzt habe ich ein Problem. Na, Hans geht nicht. Okay, dann nehmen wir Bertha. Okay, so. Und jetzt sagen wir, Paula und Bertha sind Schwestern. So, und dann haben wir noch eine Regel. Also das heißt, wir haben hier noch eine Regel, zum Beispiel, dass Paula die Tochter von irgendjemand anders ist. Zum Beispiel von Bert. Okay. So, und jetzt können wir hier herleiten, die neue Regel oder eine neue Regel wurde zum Beispiel eingefügt, dass Bert der Großvater von Paul ist. Okay, und jetzt können wir aber Folgendes machen, durch diesen Baum hier können wir diese ganzen Sachen machen wie, wenn Schwester, dann ist auch das der Vater von hier. Das heißt, man kann hier noch einen kleinen Pfeil hinlegen. Und jetzt ist nämlich Bert auch der Vater von Bertha. Und dann kann man auch sagen, dass Bert der Großvater von Hans ist, denn er ist ja auch der Vater von Bertha. Sowas in der Art kann man dann machen, also da braucht man dann mehrere Regeln, um so einen Baum aufzubauen und dann eben die fehlenden Kanten zu ersetzen durch diese Wenn-Dann-Beziehung hier oben, die wir hatten.
Das ist eben der große Trick bei diesem Explain. Und nehmen wir jetzt einfach mal an, dass die Großvaterregel nicht existiert. Wir haben nur die Elternregel oder Vater oder was auch immer. Wir haben nur die Elternregel. Das heißt, wir haben Bert, Vater von Paula und Paula, Mutter von Paul und hier eben genau gleich. Und wir haben diese Schwesternregel, dadurch haben wir diese Kante hier entdeckt sozusagen. Und was man jetzt macht, ist, man fügt eine neue Regel ein. Zum Beispiel, das ist dann übrigens im zweiten Schritt hier. Zweitens nennt sich Generalize, generalisieren. Das wäre dann eben die Regel Enkel, die Paul und Hans betrifft. Also die Blätter muss man dann immer verunten. Und dann impliziert das Ganze den Großvater. Also eigentlich Großvaterregel, nicht Enkelregel. Großvater von Paul und Großvater von Hans impliziert Bert. Ja? So funktioniert es dann. Das kann man allerdings mit sehr, sehr komplexen Dingen tun. Wir machen es hier allerdings jetzt nur mit einem kurzen Beispiel, denn das soll ja auch so passen. Probleme hat der Algorithmus natürlich, wenn wir hier falsche Hypothesen reinstopfen. Das heißt, wenn Paula und Bertha gar nicht Schwestern waren, dann haben wir Schwierigkeiten, sagen wir mal. Dann haben wir irgendwas angenommen, was gar nicht stimmt und am Ende kommt eine falsche Regel bei raus. Das heißt, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein und absolut keine falschen Regeln reinstecken. Ja, und ein weiteres Problem ist natürlich, wir können keine Beispiele erzeugen. Das heißt, wir wissen oder wir können nicht wissen, dass Paul der Sohn von Paula ist, ohne dass wir, ohne externe Hilfe sozusagen, also irgendjemand, der uns sagt, dass die auch wirklich miteinander verwandt sind. Gut, ja, das war es eigentlich auch schon wieder für dieses Mal. Nächstes Mal zeige ich euch den K-Ban-Algorithmus, der so ein bisschen hybrides Verfahren ist zwischen rein dieses analytische Verfahren und den induktiven Verfahren, die wir uns schon angeguckt haben. Okay. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.